Daniel, was liest du da? Das hier, das ist das neue Buch von Like Germans zum Deutschlernen. Das heißt German Easy Reader for Beginners. Neues Buch? Und was steht da drin? Das Buch besteht aus 25 Kurzgeschichten, die euch dabei helfen, Deutsch zu lernen. Die Geschichten sind ähnlich aufgebaut wie unsere Videos. Zu jeder Geschichte bekommt ihr eine Zusammenfassung, eine Vokabelliste mit Übersetzungen der schwierigsten Wörter auf Englisch und außerdem ein Quiz, mit dem ihr überprüfen könnt, ob ihr alles verstanden habt. Also Leute, das ist unser neues Buch German Easy Reader for Beginners. Wenn euch unsere Videos schon auf diesem Kanal gefallen, dann werdet ihr es lieben. Ihr könnt es ganz einfach bei Amazon bestellen. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem neuen Video. Auf geht's! Hallo Papa, warum rufst du mich so früh an? Hallo Papa, warum rufst du mich so früh an? Hallo Hans, deine Oma ist gerade zu Besuch bei uns und würde dich gerne sehen. Kannst du heute zu uns kommen? Hallo Hans, deine Oma ist gerade zu Besuch bei uns und würde dich gerne sehen. Kannst du heute zu uns kommen? Natürlich, ich habe Oma schon so lange nicht gesehen. Ich freue mich schon sehr darauf. Natürlich, ich habe Oma schon so lange nicht gesehen. Ich freue mich schon sehr darauf. Ich werde jetzt zum Haus meiner Eltern fahren. Ich werde jetzt zum Haus meiner Eltern fahren. Meine Oma und ich hatten schon immer ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Meine Oma und ich hatten schon immer ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Für mich ist sie fast wie eine zweite Mutter. Ich liebe sie wirklich sehr. Es ist sehr schön, dass sie spontan gekommen ist. Für mich ist sie fast wie eine zweite Mutter. Ich liebe sie wirklich sehr. Es ist sehr schön, dass sie spontan gekommen ist. Hier ist das Haus von meinen Eltern. Hier ist das Haus von meinen Eltern. Hallo Hans, danke, dass du so schnell hergekommen bist. Deine Oma wird sich sehr freuen. Hallo Hans, danke, dass du so schnell hergekommen bist. Deine Oma wird sich sehr freuen. Das ist doch selbstverständlich, Papa. Wo ist Oma denn? Ich würde sie gerne sehen. Das ist doch selbstverständlich, Papa. Wo ist Oma denn? Ich würde sie gerne sehen. Deine Oma wartet auf dich im Wohnzimmer. Sie ist heute sehr gesprächig. Ich hoffe, du hast genug Zeit mitgebracht. Deine Oma wartet auf dich im Wohnzimmer. Sie ist heute sehr gesprächig. Ich hoffe, du hast genug Zeit mitgebracht. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Mach dir keine Sorgen, Papa. Ich rede sehr gerne mit Oma. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Mach dir keine Sorgen, Papa. Ich rede sehr gerne mit Oma. Hallo Oma, wie schön dich zu sehen. Wie fühlst du dich? Hallo Oma, wie schön dich zu sehen. Wie fühlst du dich? Hallo mein Liebling, jetzt wo ich dich sehe, geht es mir richtig gut. Ich habe dich wirklich sehr vermisst. Hallo mein Liebling, jetzt wo ich dich sehe, geht es mir richtig gut. Ich habe dich wirklich sehr vermisst. Ich habe dich auch vermisst, Oma. Ich wusste gar nicht, dass du heute hier bist.
Warum bist du so spontan hergekommen? Ich habe dich auch vermisst, Oma. Ich wusste gar nicht, dass du heute hier bist. Warum bist du so spontan hergekommen? Ach, ich habe einfach meine Familie vermisst und bin in den nächsten Zug eingestiegen. Ich habe mir nicht viele Gedanken gemacht. Ach, ich habe einfach meine Familie vermisst und bin in den nächsten Zug eingestiegen. Ich habe mir nicht viele Gedanken gemacht. Aber wieso hast du vorher nicht angerufen? Ich hätte etwas Schönes für uns gekocht. Oder wir hätten in ein Museum gehen können. Aber wieso hast du vorher nicht angerufen? Ich hätte etwas Schönes für uns gekocht. Oder wir hätten in ein Museum gehen können. Anrufen? Früher gab es gar keine Handys. Da konnte man niemanden anrufen. Wenn man jemanden sehen wollte, ist man einfach hingefahren. Anrufen? Früher gab es gar keine Handys. Da konnte man niemanden anrufen. Wenn man jemanden sehen wollte, ist man einfach hingefahren. Wie war denn das Leben, als du noch jung warst, Oma? War vieles anders? Wie war denn das Leben, als du noch jung warst, Oma? War vieles anders? Ja, früher war alles anders. Es war nicht unbedingt besser, aber das Leben von heute kann man gar nicht mit dem Leben von damals vergleichen. Ja, früher war alles anders. Es war nicht unbedingt besser, aber das Leben von heute kann man gar nicht mit dem Leben von damals vergleichen. Was war denn alles anders, Oma? Was war denn alles anders, Oma? Naja, früher gab es, wie gesagt, keine Handys. Wenn du jemandem etwas sagen wolltest, musstest du zu ihm gehen. Du konntest nicht einfach eine Nachricht schreiben. Naja, früher gab es, wie gesagt, keine Handys. Wenn du jemandem etwas sagen wolltest, musstest du zu ihm gehen. Du konntest nicht einfach eine Nachricht schreiben. Wenn du jemanden kennengelernt hast, konntest du sie auch nicht einfach nach ihrer Nummer fragen. Du musstest direkt ein Treffen vereinbaren. Wenn du jemanden kennengelernt hast, konntest du sie auch nicht einfach nach ihrer Nummer fragen. Du musstest direkt ein Treffen vereinbaren. Wow, das Leben war damals echt hart. Was war noch anders, Oma? Wow, das Leben war damals echt hart. Was war noch anders, Oma? Naja, früher gab es auch kein Internet. Manchmal war es schwierig, an Informationen zu kommen. Wenn du etwas wissen wolltest, musstest du in die Bibliothek gehen und das richtige Buch finden. Naja, früher gab es auch kein Internet. Manchmal war es schwierig, an Informationen zu kommen. Wenn du etwas wissen wolltest, musstest du in die Bibliothek gehen und das richtige Buch finden. Wie interessant. Heute ist das Leben tatsächlich viel entspannter. Wie interessant. Heute ist das Leben tatsächlich viel entspannter. Auf jeden Fall. Früher waren wir auch viel mehr draußen. Wir haben draußen gespielt und unsere Eltern haben uns gerufen, wenn das Essen fertig war. Niemand hat zu Hause Videospiele gespielt. Auf jeden Fall. Früher waren wir auch viel mehr draußen. Wir haben draußen gespielt und unsere Eltern haben uns gerufen, wenn das Essen fertig war.
Niemand hat zu Hause Videospiele gespielt. Wie schön. Und wie war die Arbeit damals? Wie schön. Und wie war die Arbeit damals? Na ja, ohne Computer war es viel schwieriger. Wir mussten alles auf Papier schreiben und das Papier aufheben. Wir konnten die Sachen nicht einfach abspeichern. Na ja, ohne Computer war es viel schwieriger. Wir mussten alles auf Papier schreiben und das Papier aufheben. Wir konnten die Sachen nicht einfach abspeichern. Das muss anstrengend gewesen sein. Das muss anstrengend gewesen sein. Ja, das war es. Früher war es auch nicht so einfach zu reisen. Wir sind entweder mit dem Auto oder Zug gefahren. In ein Flugzeug steigen konnte man sich damals nicht vorstellen. Ja, das war es. Früher war es auch nicht so einfach zu reisen. Wir sind entweder mit dem Zug oder Auto gefahren. In ein Flugzeug steigen konnte man sich damals nicht vorstellen. Dann hat alles viel länger gedauert, richtig? Dann hat alles viel länger gedauert, richtig? Ja, aber es war toll. Ich habe die Zeit im Auto und im Zug mit meinen Freunden sehr genossen. Ja, aber es war toll. Ich habe die Zeit im Auto und im Zug mit meinen Freunden sehr genossen. Das glaube ich dir. Findest du das Leben heute besser oder schlechter? Das glaube ich dir. Findest du das Leben heute besser oder schlechter? Alles hat seine Vor- und Nachteile, mein Kind. Viele Sachen waren früher anstrengender, aber auch schöner. Alles hat seine Vor- und Nachteile, mein Kind. Viele Sachen waren früher anstrengender, aber auch schöner. Sehr gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt uns gerne einen Kommentar, wenn ihr ein Video zu einem bestimmten Thema wollt. Auf unserer Website likegermans.com findet ihr weiteres Material zum Deutschlernen. Bis zum nächsten Video. Euer David und Daniel. Viel Spaß!